Auf meinen Malreisen entdecke ich immer wieder die schönsten Orte in Deutschland. Gerade komme ich von einer Reise auf die Nordseeinsel Föhr zurück und habe für euch heute ein Motiv von der Insel mitgebracht. Mit den Malgruppen arbeite ich auf diesen Reisen teilweise im Atelier und wenn das Wetter es zulässt, auch draußen vor dem Motiv. In diesem Fall hatten wir uns mit unseren Skizzenbüchern zwischen den sprechenden Grabsteinen auf dem Niblumer Friedhof niedergelassen und den Kirchhof mit den Grabsteinen skizziert. Für euch heute also dieses schöne Motiv als YouTube-Video. Die heute verwendeten Materialien sind Jaune Brillant, Lazurorange, Perylane Green von Schminke, Green Apatite Genuine von Daniel Smith, Sienna gebrannt Alizarin Karmesin, Cobalt Türkis Light, Cadmium Orange, Kobaltblau von Winsor Newton, Ultramarin Feinst von Schminke und Neutraltinte von Winsor Newton. Ich arbeite mit meinem eigenen Rotmarderhaarpinsel Größe 10, einem Eichhörnchenhaarpinsel und dem Auswaschpinsel für die hellen Formen. Das verwendete Papier ist Arche-Papier, Büttenpapier 300 Gramm Graphit und das Format etwas kleiner als DIN A4. Hier sehen wir das Referenzfoto und die vorbereitende Skizze in meinem Skizzenbuch. Skizze und Foto für das heutige Motiv bekommen die Unterstützerinnen der Aquarellwerkstatt wieder per Mail zugeschickt. In diesem Motiv haben wir mit den mittleren Formen der Grabsteine vor der großen Form der Kirchenmauer einen besonders schönen Fokus. Die sonnenbeschienene Seite der Grabsteine kann ich mit einem hellen Tonwert gut vom Hintergrund absetzen. In diesem kleinen Kirchenanbau gibt es auch eine sonnenbeschienene und eine schattige Seite. Hier werde ich später mit 2 Farbaufträgen arbeiten, um Licht und Schatten überzeugend darzustellen. Die Formen der Grabsteine sind durch ihre Größe sehr variabel und hier auf der rechten Seite des Bildes bildet die Häufung von mehreren Grabsteinen ein schönes Gegengewicht zu den kleineren Formen in der Mitte. Die sonnenbeschienene linke Seite der Kirche werde ich in meinem Aquarell etwas dunkler malen. Ich halte hier einmal mit meinen Händen die Fläche zu und wir sehen, dass durch etwas mehr Dunkelheit die Grabsteine im Fokus noch stärker anfangen zu leuchten. Also ist mein Plan, diese Fläche dunkler zu machen, als sie auf meinem Referenzfoto erscheint. Ich beginne mit einer Mischung aus Kobaltblau und etwas Neutraltinte auf trockenem Papier den Himmel zu malen. Für die Bäume auf der rechten Seite füge ich der Blaumischung etwas lichter Ocker hinzu. Mit Lazurorange male ich die sonnenbeschienene Seite des kleinen Kirchenanbaus und mische auch etwas Cadmiumorange, Cadmiumrot und Alizarin Karmesin in die Fläche hinein. Ich möchte hier mit einem hellen Tonwert, aber durchaus variablen Farbtönen arbeiten. Weiter geht es mit Kobaltblau und Neutraltinte in einer etwas dickeren Mischung für das Hausdach. Hier achte ich darauf, dass die graue Farbe nicht in das Orange des Mauerwerks hineinläuft. Mit Cadmiumrot und Alizarin Karmesin und etwas Sienna gebrannt male ich die schattige Seite des Häuschens. Auch etwas lichter Ocker nehme ich mit hinein. Die Farbe ist hier etwas cremiger und dadurch dunkler. Ein wenig von der Blau-Grau-Mischung des Dachs variiert den Farbton. Mit Cadmiumrot, Sienna gebrannt und auch wieder etwas Blau und Neutraltinte male ich jetzt die große Hauswand der Kirche. Ich nehme hier etwas mehr Blau mit in die Mischung, damit die Farbe ruhig in den Hintergrund treten kann.
Mit Ultramarinblau und Alizarin-Karmesin male ich die schattige Seite des ersten Grabsteins und variiere hier auch die Farbe mit den verwendeten Brauntönen. Auch den kleinen Grabstein male ich mit relativ cremiger Farbe. Hier verwende ich noch etwas mehr Sienna gebrannt. Der nächste Grabstein bekommt eine etwas bläulichere Färbung und Kobalttürkis Light sorgt durch die türkise Farbe für einen Farbkontrast zum leuchtenden Orange der Hauswand. Die Grabsteine auf der rechten Seite halte ich wieder etwas neutraler mit meiner Blau-Grau-Mischung. Ein paar Spritzer aus der kleinen Sprühflasche sorgen für Struktur auf der Hauswand und auch auf den Grabstein. Mit Jaune Brillant, Green Apatite Genuine und einem abgedunkelten Grün aus Green Apatite und Ultramarinblau male ich jetzt die Wiese. Am unteren Bildrand der Fläche gebe ich noch etwas Alizarin-Karmesin hinzu. So wird das Grün etwas gebrochen und auch noch etwas dunkler. Die Farbe auf dem Papier ist jetzt noch feucht und ich hole mit dem Auswaschpinsel ein paar weiße Linien auf dem Dach und auf dem Mauerwerk heraus. Ich möchte hier nur leichte Andeutungen erreichen und auf keinen Fall jeden Ziegel extra malen. Ein paar Spritzer in die noch feuchte Wiesenfläche gibt wieder die von mir wirklich sehr geliebte Binnenstruktur in den Farbauftrag. Nachdem das Blatt getrocknet ist, geht es weiter mit dem zweiten Farbauftrag. Mit Perylane Green und etwas Cadmiumgelb male ich zunächst die dunklen Büsche auf der rechten Seite des Bildes. Die helle Hausfläche wird dabei ausgespart und auch die Grabsteine werden mit dem dunklen Grün jetzt hinterlegt. Ein paar Kratzspuren mit dem Fingernagel lockern die Fläche auf. Mit dem Grünton setze ich auch gleich noch ein paar Gräser vor die leuchtende Hauswand. Mit Ultramarinblau, Alizarin-Karmesin und etwas Sienna gebrannt mische ich mir einen Violettton und übermale die schattige Seite des Kirchenanbaus mit zügigen Strichen. Die Konsistenz der Farbe sollte hierbei nicht zu dünn sein, damit der Schatten wirklich kräftig wird. Trotzdem brauche ich genügend Wasser im Pinsel, um die Farbe flüssig zu halten. Nur dann kann die darunterliegende helle Farbigkeit unter dem Schatten noch hervorleuchten. Die schattigen Seiten der Grabsteine male ich mit verschiedenen Schattenfarben.
Den Schlagschatten unter den Grabsteinen füge ich mit der gleichen Schattenfarbe an und freue mich, wenn die Formen hier miteinander verschmelzen. Für die Tür in meinem kleinen Kirchenanbau verwende ich eine Mischung aus Neutral, Tinte und Sienna gebrannt. Diese Tür habe ich erfunden, sie soll mir helfen, die helle Seite des Grabsteins im Bildfokus noch mehr zum Leuchten zu bringen. Es folgen die schattigen Farbaufträge für die äußeren Grabsteine und auch hier werden die Schlagschatten wieder angefügt. Wenn dir dieser Film gefallen hat und du kein Aquarellvideo verpassen willst, kannst du diesen Kanal abonnieren. Wenn du auf die graue Glocke unter dem Video drückst, wirst du informiert, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Mit der dunklen Schattenfarbe gehe ich nun noch einmal über den vorderen Rand der Wiese. So schaffe ich zusammen mit dem rechten äußeren Grabstein eine dunkle Umrahmung für mein leuchtendes Motiv. Jetzt füge ich noch einige Details ein. Ich arbeite das Kirchenfenster mit ein paar Schattenformen heraus. Mit Sienna gebrannt und Neutraltinte setze ich einen Extraschatten unter das Dach des kleinen Kirchenanbaus und auch einige kleinere Linien in die dunkle Fläche. Ein paar Striche mit dem trockenen Pinsel deuten die Struktur auf der linken Seite der Kirche an. Hier rechts bei diesem Grabstein setze ich auf die helle Fläche eine ganz leichte Lasur mit Lasurorange, um mit dieser Farbe eine Verbindung zur leuchtenden Fläche des Hauses zu schaffen. Mit meinem Flachpinsel arbeite ich jetzt einige helle Details heraus. Mit ein paar Linien und hellen Flächen deute ich die Schrift auf den Grabsteinen an. Das ist wirklich sehr besonders auf Föhr, denn auf den Grabsteinen finden sich nicht nur die Eckdaten des Lebens des Verstorbenen, sondern häufig steht die gesamte Lebensgeschichte auch darauf. Daher auch der Name Sprechende Grabsteine. Mit ein paar schattigen Dunkelheiten komplettiere ich diese Form und setze noch einige wenige Details. Ich hoffe, mein heutiges Motiv als kleines Lehrstück zum Thema Licht und Schatten hat euch gefallen und ihr habt Lust, es auch einmal auszuprobieren. Vielleicht begleitet ihr mich auch einmal auf einer meiner Malreisen nach Föhr oder in andere Gegenden Deutschlands. Es würde mich freuen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.